die spielt im Verein Tennis. Und einmal hat sie mich dann sogar abgezogen im Winter. Das war sehr an meinem Ego gekratzt, aber man muss dann hinnehmen. Da sind wir wieder mit einer neuen Fanpost-Ausgabe. Und hier geht es wie immer um eure Fragen, die wir direkt unseren BVB-Spielern stellen. Heute bei mir ist Tom Rothe. Hi. Hi. Und eins muss man sagen, es kamen super viele Fragen rein. Und eine Frage, die interessiert deine Fans brennend. Deswegen würde ich sagen, spiele ich sie direkt vor. Es sind sogar 2 Fragen direkt hintereinander. Alles klar. Los geht's. Mein Name ist Tim. Ich komme aus Göttingen. Meine Frage geht an Tom Rothe. Ich meine, Tom, wie fühlt es sich für dich an, als 17-Jähriger das Bundesliga-Debüt zu geben und dann auch noch direkt ein Tor zu schießen? Das ist meine Frage. Hey Tom, mein Name ist Marlon. Wie war es für dich, als du dein erstes Bundesliga-Tor gegen Wolfsburg geschossen hast? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, mittlerweile bin ich ja schon 18, aber damals war ich noch 17, das stimmt. Nee, ich glaube, ich kann mich an keinen besseren Moment in meinem Leben erinnern als, als dieses Tor, glaube ich. Da gehe ich ganz oft immer noch die Fotos davon durch von dem Tag. Also es war echt, ich glaube, besser hätte der Tag nicht sein können. Das war schon echt unglaublich. Ja. Und dann noch direkt vor der Süd. Ja, stimmt. Das war ja noch normalerweise die erste Halbzeit immer im Rücken der Süd, aber da war es dann anders und dann, das war Schicksal dann, ne? Sophie möchte wissen, wie ist es denn vor 80.000 Zuschauern, das Ding reinzumachen? Erzähl mal, wie hat sich das für dich in dem Moment angefühlt? Ja, ehrlicherweise nimmt man das so gar nicht, also man denkt ja immer so, ja 80.000, klar sind das krass viel, wenn man dann so guckt, aber in dem Moment nimmst du es gar nicht so richtig wahr. Das ist dann schon wie so ein Film quasi, das ist dann so, das denkst du dann erst danach so, wow, ich habe gerade wirklich so vor so vielen Menschen, da habe ich da gerade Fußball gespielt, das ist schon dann nochmal, ja, was anderes, wenn man im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt. Wie lange hat es so nach dem Tor gedauert, bis du es so wirklich realisiert hast und es so richtig sacken konnte? Ja, so ich würde sagen am Abend erst, als ich im Bett war und dann konnte ich auch natürlich nicht so richtig schlafen, sondern die ganze Zeit drüber nachgedacht und dann irgendwann, abends beim Schlafen gehen auf jeden Fall, da wurde es erst auf jeden Fall erst alles klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich spiele dir noch mal ein Video vor und knüpfe dann aber direkt mit einer zweiten Frage an. Kannst du nämlich schön zusammen beantworten. Hallo, mein Name ist Margret und ich würde gerne an Tom eine Frage stellen, und zwar, wie bist du Profi geworden? Bevor du uns das erzählst, kannst du vielleicht eine Frage noch mit beantworten, und zwar, in welchem Verein hast du als erstes gespielt? Nimm uns doch mal mit in deine Reise in die Bundesliga. Wie hast du es so früh dahin geschafft? Ganz früh habe ich angefangen beim Rendsburger TSV. Da habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Habe dann da meine ersten Jahre gespielt, bin dann noch zum anderen quasi Dorfverein, Büdelsdorfer TSV hieß der damals. Da habe ich dann gespielt. Dann bin ich umgezogen, habe dann in Hamburg gespielt beim SC Nienstädten, bis ich glaube ich sogar 14 war oder 13, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann bin ich zu St. Pauli gewechselt, habe da 3 Jahre gespielt und bin dann von da aus dann quasi hierher ins Internat gekommen in der U19 und dann dachte ich erstmal, dass ich ja in der U19 quasi ankomme, also meine 2 Jahre das spiele. Also das war eigentlich der Plan auch. Und dann vielleicht dann langsam mal an die Profis rangeführt werden. Aber dass es dann schon nach einem Jahr dann so schnell geht, hätte ich natürlich nie im Leben gedacht, dass es dann so schnell geht. Aber habe dann immer, also ich habe im Training immer alles gegeben, immer alles versucht und am Ende wurde es dann sogar belohnt. Und jetzt bin ich hier, spiele oben mit und bringt auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. Hat sich definitiv ausgezahlt. Ja. Jetzt kommst du ja schon so aus dem hohen Norden. Was unterscheidet denn so die Mentalität von den Menschen da oben zu denen hier im Ruhrpott? Kann man das so ein bisschen greifen? Erzähl gerne mal. Ja, also hier die Menschen, also gerade in Dortmund, die leben ja hier auch gerade, also für den Fußball, die leben ja hier in den BVB, das ist nochmal was anderes, da spielst du ja überall das Schwarz-Gelbe quasi, egal wo du in der Stadt bist, das ist doch was anderes als quasi in Hamburg, aber sonst, ist auch schön hier, ja. Ich spiele dir die nächste Frage vor, sie kommt von Karl Becher. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Hi. Mich würde interessieren, ob ihr gegen manche Spieler lieber spielt als gegen andere. Gegen wen spielt ihr denn nicht so gerne? Viel Erfolg bei der laufenden Saison und viel Glück beim nächsten Spiel. Bitte sei ehrlich. Spieler oder Mannschaften? Spieler.
kannst es auch gerne auf eine Mannschaft beziehen. Ja, also am liebsten spielt man natürlich gegen Gegner, die jetzt quasi nicht so hart in die Zweikämpfe gehen. Also wenn du so einen Gegner hast, der versucht quasi nur weh zu tun und nur auf die Füße geht, dann spielst du natürlich nicht so gerne. Und wenn dein Gegner dir nicht so viele Probleme macht, dann macht es natürlich mehr Spaß. Aber das ist ja ganz klar, würde ich sagen. In dem Format geht es jetzt nicht nur um Fußballfragen. Okay. Deswegen machen wir mal den Sprung zu dieser Fanfrage. Und zwar möchte ein Fan wissen, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte, welchen Beruf würdest du jetzt ausüben oder jetzt anstreben auszuüben? Boah, ich bin ja noch so jung, ich weiß, ich bin ja sogar noch in der Schule. Das erste Mal bin ich ja noch dabei, gerade dieses Jahr mein Abi zu machen und so richtig Gedanken habe ich mir ehrlicherweise noch nicht gemacht. Was sind denn deine Leistungskurse? Deutsch und Erdkunde habe ich. Ah, so ein Deutsch-Erdkunde-Lehrer wäre es dann vielleicht geworden. Das vielleicht nicht, mit Lehrern ist so mein Ding. Aber nee, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Mal gucken. Okay. Auch eine sehr interessante Fanfrage. Hier möchte jemand wissen, welche Talente hast du abgesehen vom Fußball? Ich habe schon gesehen, du hast ja auch beim Zocker-Cup mitgespielt. FIFA wird es schon mal nicht sein, ne? Da seid ihr doch klaglos gescheitert. Ja, da haben wir leider sehr hoch verloren. Das lief nicht so. Nee, aber ich mache allgemein sehr gerne so Ballsportarten. Also ich spiele gerne, auch wenn ich in Hamburg bin, in meiner Heimat, viel mit Freunden, auch immer ein bisschen 4 gegen 4 Basketball. Tennis spiele ich auch gerne, auch oft gegen meine kleine Schwester. Also allgemein so Ballsportarten finde ich immer sehr, gucke ich auch gerne im Fernsehen. Deswegen würde ich sagen, dass ich da vielleicht nicht für jedes Talent habe, aber ich mache auf jeden Fall alles sehr gerne, ja. Hat deine Schwester da überhaupt irgendeine Chance? Früher nicht. Mittlerweile habe ich sogar einmal gegen sie verloren, weil mittlerweile ist sie auch schon ein bisschen älter geworden. Die spielt im Verein Tennis. Und einmal hat sie mich dann sogar abgezogen im Winter. Das war sehr an meinem Ego gekratzt, aber glaube ich dir. Man muss dann hinnehmen. Heißt, du übst jetzt jede freie Minute, ja, damit genau. das nicht nochmal vorkommt. Ne? Mehr. Sehr gut. Nächste Fanfrage. Und zwar möchte hier jemand wissen, was war denn bisher dein coolstes Konzert? Warst du überhaupt schon auf einem Konzert? Ich war mal auf einem Rin-Konzert. Da war ich mit sehr vielen Freunden. Das war schon sehr cool. Ich glaube, wir so sagen, das war das Beste, da war gute Stimmung. Das war sehr, danach haben wir auf jeden Fall Schweiß gebadet. Aber ich glaube, das war schon gut. Was ist dein Traumreiseziel? Das möchte der Luis wissen. Ich glaube, ich würde gerne mal so eine Safari-Tour machen in Afrika. Irgendwo Südafrika vielleicht. Habe ich schon oft gesehen. Ich glaube, das ist echt ganz cool. Da kann man auch so eine coole Quad-Tour machen, glaube ich auch. Ich glaube, das stelle ich mir ganz cool vor. Das würde ich gerne mal machen. Also auch wieder ein bisschen Action im Urlaub. Ja, genau. Ja, das mag ich gerne. Nicht immer nur rumliegen und chillen, sondern auch mal dann was machen. Ich glaube, das nehme ich mir mal vor. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du das hoffentlich irgendwann mal schaffst. Ich hoffe auch. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Ich glaube, jetzt haben die Fans dich noch ein bisschen besser kennengelernt. Ich hoffe. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Fanpost-Ausgabe wieder. Tschüss. Ciao, ciao.